Ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler, la 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 Laila. Das ist eine Textzeile aus dem Lied Laila von DJ Robin, das momentan ziemlich in der Kritik steht. Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler, la 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 Laila. Sexismus im Lied, so der Vorwurf. Wir wollen von den Leuten mal wissen, was sie von der Diskussion um Laila halten. Der Maintower Street Check in Frankfurt. Ich finde schon, dass es angemessen ist, darüber zu reden. Ich finde, dass man das Ganze dann auch noch weitergreifen darf, weil es nicht nur ein Lied gibt, was in die Richtung geht. Ich finde es eigentlich entspannt. Kann mir aber auch vorstellen, dass Leute angegriffen sind. Die dürfen ihre Meinung auch kundtun. Wir haben im Moment wirklich andere Sorgen, als sich über sowas aufzuregen. Also wenn er meint, er muss das singen und findet es lustig, habe ich da absolut kein Problem mit. Dass es halt auch um generell gesellschaftliche Themen, auch nur wenn es ein Ballermann-Song ist, dass es halt auch generell diskutiert wird, finde ich schon wichtig, ja. Sehr schwierig. Ich bin weiterhin der Auffassung, dass wir eigentlich ganz andere Probleme haben auf der Welt, anstatt über sowas zu diskutieren. Man nimmt, glaube ich, mittlerweile alles zu ernst. Und das ist ein Ballermann-Lied und wenn man was getrunken hat, also ich finde, den Spaß sollte man den Leuten nicht nehmen. Erste Volksfeste wie in Würzburg oder Düsseldorf haben auf den sexistischen Inhalt reagiert und verbieten das Lied. Wir sprechen mit Musikwissenschaftler Markus Henrik alias Dr. Pop im Video-Interview und wollen mal wissen, was sagt er zu Laila? Der Text spielt ja darauf an, dass es sich um eine sogenannte, Zitat, Puffmutter handelt, die besonders geil und besonders jung sei. Und das wird dann so richtig im Refrain rausgeschrien. Ja? Also die Emotionalität dahinter ist einerseits ironisch, andererseits vielleicht auch doch ein bisschen ernst gemeint. Also es hat ja ein gewisses sexuelles Moment. Die Macher verteidigen sich ja auch ein bisschen damit, naja, im Video, da ist ja keine richtige Frau drin, da ist ein Mann als Frau verkleidet, ist also nur ganz lustig gemeint. Also diese Elemente damit zu spielen und zu sagen, ist alles gar nicht so ernst gemeint, sind auch Teil des Erfolgs. Volksfeste streichen das Lied von ihrer Playlist. Die schöne Laila, die geile Laila, das Luder Laila, unsere Laila. Auch in der Politik wird Laila kontrovers diskutiert. Sind diese Reaktionen in der Breite angemessen? Finde ich ein bisschen Käse, das Thema. Da gibt es ganz viele andere Sachen, die da deutlich übers Ziel hinausschießen als das jetzt. Was ist denn mit den ganzen Hip-Hop-Texten, die Frauen diskriminierend wirken und ja, nicht nur das, auch Homophobie unterstützen? Also es gibt ja verschiedene Songs, die sowas ähnlich behandeln, jetzt auch in die Malle-Richtung von Micky Krause. Und da war es halt nicht Thema. Deswegen jetzt speziell bei dem Song Pass auf zu machen, finde ich schwierig. Dann aber bei allen. Und dann kann man auch kontrovers darüber diskutieren. Ja, wir müssen uns immer die Frage stellen, wo lassen wir etwas zu und wo muss die Kunstfreiheit sich auch einfach entfalten können. Man muss sich klar machen, dass jede Woche quasi jeden Sonntag im Tatort gemordet wird. Ja, das ist auch in unserer Kultur irgendwie drin. Und man muss sich die Fälle genau ansehen. Und ja, auf Mallorca gibt es teilweise auch schwierige Lieder wie 10 nackte Friseusen mit richtig feuchten Punkt und sowas. Also den Sexismus haben wir immer da drin. Und ich glaube, wir müssen von Einzelfall zu Einzelfall schauen, wie wir damit umgehen. Und teilweise kann ja auch ein DJ mal für sich entscheiden, nee, das spiele ich jetzt nicht. Trotz aller Kritik, der Song erobert die Charts. Wie geht das? Alles, was manchmal ein bisschen hier los ist, geht viral heutzutage. Kann ich nicht nachvollziehen, nein. Das wollen die ja auch, dass man darüber diskutiert. Und dann hören sich die Leute das an, denke ich. Und ich werde es mir nachher auch nochmal anhören. Der Rhythmus ist einprägend und vor allem mit ein bisschen Alkoholkonsum, glaube ich, kann da jeder mitsingen. Und dann funktioniert sowas halt immer gut. Können Sie nachvollziehen, dass dieses Lied Nummer 1 in den Charts Nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Nein, das kann ich nicht. Ich glaube, das ist gerade der Grund. Also weil wir diese MeToo-Debatten haben, die ja unglaublich wichtig sind, weil ständig über das auch Gendern gestritten wird. Da gibt es ja auch zwei Lager. Die einen sagen, ja, das ist wichtig für unsere Gesellschaft, damit wir uns bewusst werden, wir brauchen die Gleichberechtigung auch in der Sprache. Andere sagen, das ist fürchterlich, das wollen wir in der Sprache nicht. Also wir haben ja da ständig eine Art Kulturkampf und das erklärt auch den Erfolg des Liedes, weil dieses Lied nimmt sich den Schutzraum des Feierns, des Mal loslassen und haut da gewisse Phrasen raus, die sozusagen diese MeToo-Debatte auch mal kurz pausieren lassen. Dass die Texte von Ballermann-Liedern nicht immer angemessen sind, ist bekannt. Ob sich aufgrund der aktuellen Diskussion um Laila irgendetwas daran ändern wird, eher zweifelhaft. Aber am Ende darf immer noch jeder Veranstalter selber entscheiden, welche Musik er spielen möchte und welche Musik wir hören möchten.